Naja, dann ist sie weg. Aber ich kann auch nicht einfach auf der Straße stehen bleiben, Warnblinklicht anmachen und zu ihr hingehen. Wobei das der einzig richtige Move gewesen wäre. Schon verrückt, dass du, wenn du jemanden siehst, den du interessant findest, du gar nicht zögern darfst und den Moment direkt wahrnehmen musst. Ansonsten wird er nie wieder zurückkommen. Und das gilt für eben so ziemlich alles im Leben, für das, was gerade passiert oder auch nicht passiert. Aber gerade das, was passiert und sich eben auftut vor deiner Wahrnehmung, da kannst du eingreifen und was draus machen. Alle anderen Ideen und Gedanken, was da kommen könnte in den nächsten Sekunden, Stunden, Tage, Wochen, Monate oder Jahre, das ist Fantasie. Und Fantasie ist schön. Wir alle sollten Fantasie haben, aber es ist einfach nicht die Realität, weil das alles nur Luftschlösser sind, die wir uns selber bauen. In dem Moment, als ich sie gesehen habe, natürlich habe ich meine Gedanken gehabt, ob ich überhaupt hingehen soll und es versuchen und wagen möchte. Aber mir ist halt eben auch bewusst, dass solche Momente sehr selten und rar sind, vor allen Dingen für jemanden, der eben komplett auch auf Dating-Plattformen und Dating-Apps verzichtet. Und ich persönlich habe da auch überhaupt keinen Bock drauf. Und vor allen Dingen auch keine Chance. Deshalb ist es auch Zeitverschwendung. Warum soll ich meine Zeit auf einer Plattform verschwenden, von der ich hundertprozentig weiß, dass die Frauen da nur die Top 3% der gut aussehenden Männern durchswipen und von denen auch schon durchgenommen werden. Das ist alles kein Geheimnis. Von daher wähle ich natürlich auch im echten Leben die Frauen aus, die Auswahl haben, ganz klar. Mein Empfinden ist jedoch, dass man auch Standards haben sollte und wenn diese nicht erfüllt werden, dann braucht man es auch erst gar nicht zu versuchen mit irgendetwas, wo man sich auch selber unter Wert verkauft. Dafür schätze ich mein eigenes Leben und meine Realität einfach auch zu viel wert, als dass ich da irgendwie Müll einlade. Das macht keinen Sinn. Und Frauen würden mir da wahrscheinlich noch größer zustimmen als Männer. Weil wenn wir mal ehrlich sind, Männer nehmen das, was sie kriegen können. Frauen können sich eben entscheiden für das, was sie dann letztendlich auch bekommen. In den meisten Fällen. Irgendwann nimmt diese Entscheidungsmacht auch ab. Aber das ist, ich denke, eine Frau, die wird erst mit Mitte 35 merken, dass ihre Optionen so langsam dahinschwinden. Und dann mit Anfang 40, Mitte 40, da werden sie halt von den 10 Jahre jüngeren Frauen komplett auskompetitiert. Und dann wird es auch kein Zurück mehr geben. Und das ist schade. Das müsste nicht sein. Aber es ist halt so. Ist ja auch nicht mein Problem. Es ist das Problem der Frauen, denen eben verkauft wurde, dass sie auch noch in höherem Alter ihren Traumpartner finden und das alles eben vertagen können mit dem Thema Familie. Aber das ist halt auch nicht mehr garantiert. Vielleicht war es einmal so vor 10, 20 Jahren, aber jetzt in einem Zeitalter, in dem Informationen eben auch so schnell transportiert werden wie Lichtgeschwindigkeit, wissen wir halt eben, was passiert und abgeht.
Somit wollte ich die Chance wahrnehmen, habe sie auch wahrgenommen, aber in dem Moment, in den 20 Sekunden, in denen ich das Auto geparkt habe und dann eben zu ihr hin wollte, war sie auch schon weg. Ich kann nicht sagen, wo genau sie hin ist. Wahrscheinlich in irgendein Haus, in irgendeine Praxis. Das war mir dann doch zu creepy gewesen, da ihr nachzufolgen, reinzufolgen, wenn sie eben draußen sich bewegt hätte oder eben an der Bushaltestelle gewartet hätte. Dann hätte ich da noch Sinn gesehen, sie anzusprechen, aber so dann eher doch nicht. Und ich will mir das auch nicht nehmen lassen, jemals an den Punkt zu kommen, in dem ich fühle, dass das Ansprechen von Frauen auf der Straße oder wo auch immer als unangemessen ist, weil es ist das Natürlichste und Normalste der Welt, meiner Meinung nach, Menschen kennenzulernen, die einen interessieren. Vor allen Dingen in der normalen Welt draußen, wo man sich bewegt, wo man sich aufhält. Ich weiß, diese Fähigkeit, die ist uns allen nicht in die Wiege gelegt worden und nur die wenigsten von euch da draußen beherrschen diese Kunst. Dazu gehört natürlich auch ein gewissen Sinn von soziale Strukturen erkennen und bewahren und vielleicht nicht unangemessen an so eine Sache herangehen. Aber wenn du das halt nie gelernt hast, muss man irgendwann auch mal damit anfangen und es eben versuchen und wagen. Weil es eben keinen Sinn macht, sich von anderen was erzählen zu lassen, von wegen, dass man das nicht machen darf und soll, weil das ist garantiert der Weg in die Verdammnis und definitiv, wenn es an den Punkt kommen sollte, dass es wirklich gesetzlich verboten wird, dann kann das Land hier auf jeden Fall direkt einpacken. Ich meine, in England, in London ist es tatsächlich so, dass es strafbar ist, wenn du als Mann Frauen draußen ansprichst. Das ist halt schon ziemlich krass. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, warum alles am Eskalieren ist irgendwie, weil es macht auch einfach keinen Sinn. Ich war einmal in London gewesen und habe auch verschiedene Situationen gesehen und erlebt, in denen ich vielleicht auch als bösartig und als Predator wahrgenommen werde, vor allen Dingen draußen abends beziehungsweise nachts, wenn man eben auf derselben Straßenseite geht wie eine Frau und in mir drin trage ich irgendwie nur das Gefühl, jemanden kennenzulernen, weil man eben dort alleine ist. Aber wenn man dann der Frau folgt, löst es natürlich in ihr auch Gefühle aus, von wegen, oh nein, jetzt kommt da so ein großer Mann. Und dann kriegt die natürlich Angst und macht sich alle möglichen Gedanken. Und es ist irgendwo auch traurig, dass der Gedanke irgendwie direkt schon fehlt, dass dieser Mann vielleicht auch gute Absichten hat und einfach nur in Kontakt treten möchte. Aber das ist anscheinend wohl nicht die Realität, dass das gedacht wird. Und zu Recht, irgendwo sollte man auch aufpassen, egal als Mann oder Frau, kann man nicht allen Menschen, die draußen unterwegs sind, vertrauen. Nicht jeder hat nur gute Absichten im Sinn und das ist auch etwas, was man mit seiner Zeit auf dieser Erde lernt, dass andere anders ticken als man selbst und da muss man eben auch aufpassen, dass man da nicht in das ein oder andere Fettnäpfchen tritt, ausgenutzt wird, verletzt wird oder Schlimmeres. Vieles bleibt leider nicht aus, aber es ist eben auch eine Lehrerfahrung. Andere Momente, in denen ich in London war, hingegen
gerade nach einem sehr starken, intensiven Konzert der Band Heilung. Für jene, die diese Band nicht kennen, die machen ja schon sehr tribal-mäßige Volksmusik oder Folk, wenn man das so nennen möchte. Ist doch sehr archaisch und schon fast transzendental. Also man kann in ziemlich abgehobene Zustände befördert werden mit dieser Musik, wenn man sich darauf einlässt und sich in Trance tanzt. Nach dem Konzert habe ich eben Menschen auch noch kennengelernt, mit denen ich dann noch in eine Kneipe gegangen bin, und dort lernt man natürlich auch andere Menschen kennen und auch Frauen, die auch schon ziemlich angetrunken sind, und du weißt halt eben, was abgeht, und natürlich kannst du dann so eine Frau auch mal mitnehmen für eine Nacht, wenn du willst. Ich wollte es auf jeden Fall nicht. Vor allen Dingen finde ich Menschen, die betrunken sind, auch eher abstoßend. Und das sagt jemand, der früher selber oft betrunken war und eben auch weiß, was es bedeutet, berauscht zu sein. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen sich eben in so einem Zustand dann auch eben ausnutzen lassen, gerade über Karneval, über was da alles passiert. Das will ich jetzt hier gar nicht zu Wort bringen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich diese Zeiten hinter mir gelassen habe. Und eben auch nüchtern durchs Leben gehen kann. Was jetzt nicht heißt, dass ich hundertprozentig auf alles verzichte. Wenn sich irgendeine Ausnahme ergeben sollte, die ich als besonders oder dem gegenüber würdig empfinde, dann kann ich mich schon auf das eine oder andere einlassen, aber niemals übertrieben, immer angemessen und vor allen Dingen immer in Maßen. Das ist das Wichtigste, wenn man Dinge verkonsumiert, dass man eben seine Grenzen kennt und weiß, wie viel einem gut tut, wie viel nicht. Das ist schon sehr wichtig. Aber egal, was auch passiert, irgendwann wird die Sonne immer wieder rauskommen. Vielleicht nicht heute, vielleicht morgen wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen, wiederschauen. Peace and out.